Die Zeit hat sich verändert. Rudolf Steiner im Äther-Zeitalter. In diesem Kanal geht es darum, wie die Werke Rudolf Steiners im gegenwärtigen Sinne verstanden und gelesen werden sollen. Wir sind davon ausgegangen, dass die Anthroposophie einen noch nicht erfüllten Auftrag hat. Und dieser Auftrag besteht darin, dass die Christuserscheinung im Ätherischen, die im Mitte des 20. Jahrhunderts begann, von uns als eine reale Tatsache bestätigt wird. Aber um dieses Ereignis zu bestätigen, brauchen wir etwas anderes als ein gewöhnliches Hellsehen. Wir brauchen ein neues Äther-Hellsehen, von dem Rudolf Steiner gesprochen hat. Und im letzten Video ging es darum, dass dieses Äther-Hellsehen ein Denk-Hellsehen ist. Christian hat diese neue Fähigkeit so zum Ausdruck gebracht, dass man bei diesem Äther-Hellsehen nicht sofort etwas erkennt. Also man nimmt schon unmittelbar und direkt etwas wahr, aber das kommt noch nicht zum Bewusstsein. Erst kann man das Wahrgenommene richtig sich bewusst machen, wenn man das reflektiert, im denkenden Bewusstsein. Geht das nicht darum, ob man etwas sieht als Vision oder so oder etwas hört oder so, sondern ein Verständnis dazu dann auch mit vorhanden ist. Rudolf Steiner hat den Anbruch der Christuserscheinung im Ätherischen in dem Zeitraum zwischen den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts besonders angesetzt. Also nach ihm wird die Qualität oder die Eigenschaft des Anbruchs dieses großen Ereignisses ganz stark eben in diesem Zeitraum, in diesen Jahrzehnten spürbar, sichtbar wird. Und wenn wir tatsächlich auf diesen Zeitraum uns konzentrieren, wenn wir sehr stark innerlich Qualität tastend in diesen Zeitraum hineingehen, dann merken wir wirklich sehr, sehr intensiv eine ganz merkwürdige Einmaligkeit dieser Zeitqualität. Die Menschheit befand sich wirklich in einer tiefen Finsternis, als ob die ganze Erde in einem Bann, in einer abtötende, unüberwindbare tiefen Finsternis sich befand. Was ist in jenem Zeitraum stattgefunden? Die Menschheit hat versucht, sich selbst zu vernichten. Die Menschheit hat geglaubt daran, dass man so sich selbst gerecht werden kann, dass man so vorwärts gehen könnte. Aus diesem falschen Glauben heraus hat die Menschheit versucht, sich selbst zu vernichten. Natürlich, niemand wollte sich selbst vernichten. Jeder wollte sein Land oder seine Menschen oder seine Weltanschauung oder Glauben retten. So hat man gehandelt oder so hat man versucht zu handeln, aber in Wirklichkeit hat man ja sich selbst vernichtet, weil jeder Mensch gehört zur Menschheit. Ohne diese Menschheit kann kein Mensch existieren auf der Erde. Und wer ist diese Menschheit? Der Christus ist der Menschheit Geist. Und wir haben als Menschheit gegen uns selber gehandelt. Aber diese Erkenntnis konnte man ja damals
noch nicht haben. Diese wahre Sicht der Menschheit konnte man erst nachhinein im Reflektieren, so wie der Christian im letzten Video gesprochen hat, so wie wir unsere Lebensereignisse erst nachhinein im Reflektieren anders sehen können. So können wir als Menschheit erst nachhinein im Reflektieren wirklich feststellen, dass wir als Menschheit damals in diesem Zeitraum zwischen 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ernsthaft sich selbst abtöten wollte. Was ich hier betonen will, ist nicht, dass ich dann irgendwie gegen Atomkraftwerke bin oder dass wir jetzt sofort Atomkraftwerke und Atomwaffen abschaffen sollen, dass ich dann eine Bewegung beginnen will gegen das. Wir müssen noch viel tiefer, zunächst einmal die Wurzel dieser ganzen Probleme, ganze Fragen anschauen. Wenn wir das Problem an diesem Wurzel packen wollen, und dann müssen wir wirklich zu diesem Zeitraum zurückkehren und schauen, was wir, eben die Menschheit damals, ernsthaft aus einem tiefen Glauben heraus versucht hat und was daraus geworden ist und wie diese ganzen Jahre zu Ende gegangen sind. Ich merke, dass sehr, sehr viele Menschen aus der ganzen Welt nach Hiroshima gehen. In diesem Jahr sind wieder viel, viel mehr Touristen aus Ausland in Hiroshima. Wieso gehen sie dorthin? Was suchen sie dort? Diejenigen, die interviewt werden, die Menschen aus Deutschland, die Menschen aus Australien, USA, England, und viele sagen, sie möchten die Tatsachen anschauen. Wir dürfen die Tatsachen nicht vergessen. Und in diesem Reflektieren, wir schauen die Tatsachen der Vergangenheit an. Und in diesem ehrlichen Anschauen, Reflektieren, erleben wir etwas. Wenn wir tief genug in das Innere gehen, erleben wir etwas als eine Seele, als eine Menschenseele. In dieser tiefen Schicht der Menschenseele, die eigentlich Menschheitsseele ist, dort erleben wir etwas ganz radikal Menschliches, etwas ganz radikal Menschheitliches. Wir kehren noch einmal zu dem neuen Ätherhellsehen, das im Zusammenhang mit der Christuserscheinung im Ätherischen als eine neue spontane Fähigkeit in der Menschheit gebildet wird. Die Anthroposophen wissen ja, dass wir nach dem Tod, nachdem wir unseren physischen Leib abgelegt haben, in die Ätherwelt, in die elementare Welt eintreten. Nachdem wir dann so etwa 3,5 Tage Lebenstableau haben und danach befinden wir uns in der Mondensphäre, in der der Christus jetzt uns erscheinen kann, und dort verarbeiten wir ganz intensiv das Leben, das wir gelebt haben. Und was wir dort machen werden, ist eine intensive Reflexionsarbeit. Und in dieser Reflexion schauen wir die Sachen wie von außen. So wie wir jetzt das Leben von unserem Blick aus schauen, so schauen wir dort in diese Mondensphäre von außen. In dieser Zeit erleben wir unwahrscheinlich viele Dinge, die wir vorher während des Lebens nicht gesehen haben. Und genau diese Reflexionsarbeit, die wir eigentlich erst nach dem Tod machen können, und die können wir immer mehr tun, während wir noch im Leben stehen. Diese Möglichkeit bekommen wir durch den Christus. Und um das zu können, brauchen wir oder bilden wir das neue Ätherhellsehen.